Hallo meine Freunde, heute haben wir mal ein ganz anderes Problem. Kein Porsche, sondern ein Kärcher. Bei dieser Kärcher S650 Kehrmaschine ist ein Antriebsriemen gerissen. Einen neuen Riemen bekommt er für wenig Geld im Internet. Allerdings ist der Wechsel gar nicht so einfach, wie man vielleicht denken würde, deswegen gibt es ein Tutorial für euch. Der Riemen verbindet nämlich diese Bürste hier mit dem Rad. Der läuft hier innen entlang, dann hier verschwindet er im Innenlagergehäuse und dann im Rad drin. Zum Wechsel muss die halbe Maschine zerlegt werden. Wir beginnen mit der vorderen Bürste, da ist so ein Gummistöpsel drüber, den ziehen wir einfach ab. Zum Ausbau der Radbürste braucht ihr zwei 13er Schlüssel. Hier oben müsst ihr nämlich die eine Schraube halten. Und unten müsst ihr zum Lösen mit dem zweiten 13er ansetzen und dann ist das Ding schon auf. Dann könnt ihr die Mutter, Federscheibe, große Lagerscheibe abnehmen und jetzt kommt die Bürste raus. Unter der Bürste steckt nur noch eine große Schraube mit zwei U-Scheiben. Zum Ausbau der Querbürste müsst ihr die erstmal so drehen, dass ihr die Schrauben seht. Da ist links und rechts eine Schraube. Die Schrauben sind Torx 15. Nur ein Stück lösen, das reicht dann schon. Auf der anderen Seite auch. Und dann könnt ihr die Bürste so abnehmen. Unter der Welle findet ihr die untere Lagerschale und jeweils noch eine große Unterlagscheibe. Da muss diese Verkleidung hier raus. Die hat hier an der Rückseite schon mal 4 Schrauben. Machen wir mal alle lose. Wenn wir symmetrisch solche Schrauben haben wir Glück. Und dann gibt es 3 weitere Schrauben an der Innenseite. Wenn alle Schrauben lose sind, könnt ihr die rausholen. Wenn ihr alle 7 Schrauben raus habt, könnt ihr das Teil einfach abziehen. Wir öffnen die Schrauben der Radverkleidung innen. Das ist hier. Die zweite sitzt hier und die entnehmen wir dann auch gleich ganz. Zum Entnehmen braucht ihr ein Magnet. Und eine weitere Schraube sitzt noch hier oben. Das Antriebsrad bekommen wir raus, indem wir erstmal den Deckel abnehmen. Geht einmal so mit dem Schraubenzieher von jeder Seite drunter. Irgendwann flutscht es dann runter. Unter dem Rad ist so eine Wellensicherung, so eine Federklammer, die muss dann als nächstes abgehebelt werden. Immer schön reihum mit dem Schraubenzieher das Ding jede Feder einzeln belasten. Irgendwann springt das Ding dann ab. Und weg ist er. Wenn die Sicherung der Welle weg ist, kann man das Rad ganz einfach nach oben entnehmen. Könnt ihr den Kasten hier so abnehmen. Den neuen Riemen müsst ihr jetzt so einlegen. Hier sind die 2 Führungen für den Riemen. Dann setzt ihr das Teil hier so ein, dass der Riemen sich nicht verkantet. Und jetzt ist es drin. Der Riemen muss frei beweglich durch seine Führungen laufen. Bevor wir das Rad einsetzen, fetten wir das ein bisschen. Die Achse auch. Jetzt legt er den Riemen hier in seine Riemenscheibe ein und zieht auf der anderen Seite am Riemen. Dann rutscht er nämlich nicht jedes Mal raus. Auf die Achse und jetzt müsst ihr nur das Zahnrad suchen und wir sind drin. Damit der Riemen nicht ständig runterfällt, müssen wir vorne auch die Bürste montieren. Da kommt jetzt erstmal eine große Unterlagscheibe von oben und die Schraube von oben durch. Kommt die nächste große Unterlagscheibe von unten. Die gefettete Buchse kommt hier drüber. So rum antreiben. Dann hat er ein bisschen Spannung, aber das ist ja gut so, sonst fällt er gleich wieder runter. Und jetzt ist er drauf. Jetzt kann aber nichts mehr passieren. Dann kommt die nächste große Unterlagscheibe.
dann die Zahnscheibe und zum Schluss die Achtermutter. Beim Anziehen ist auch wieder weniger mehr, das reicht schon. Dann kann die Kappe hier wieder drauf. Wird nur eingedrückt. Der Riemen liegt richtig. Wenn ich vorwärts fahre, dreht sich das Rad so und die Bürste dreht es nach innen. So, zum Aufsetzen von dieser Achssicherung braucht ihr ein Stück, wo ungefähr hier außen, möglichst weit außen auf die Federn drückt. Das passt ganz gut. Ihr könnt auch eine Stecknuss nehmen und dann drückt ihr das so runter. Und ihr seht, jetzt rastet das auf einen Schlag ein, ohne Probleme. Dann können die Schrauben des Lagergehäuses wieder rein. Immer erst ein bisschen rückwärts drehen bei solchen Kunststoffgewinden und dann reinmachen. Die dritte Schraube sitzt hier oben. Bei der vierten Schraube müssen wir noch warten, da kommt die ganze Verkleidung noch drüber. Beim Einsetzen müsst ihr darauf achten, dass diese Plastikteile in diese Führungen reinfahren. Ich kriege das nämlich nicht drauf und die hier in die. Und dann geht es eigentlich relativ easy rein. Bei den 7 Schrauben fangen wir halt mal irgendwo in der Mitte an. Erstmal nur alle ansetzen, nicht festdrehen, dann hat das Teil noch mehr Spiel, wenn es irgendwo klemmt. Und 3 Schrauben sind noch hier innen. Wenn alle drin sind, zieht er die der Reihe rum an. Handfest genügt hier. Das sind alles nur Kunststoffschrauben und Kunststoffteile. Das ist kein deutsches Engineering von früher. Zum Einbau der Bürste, der querliegenden Bürste, müssen diese Bohrungen hier sichtbar sein. Da muss jeweils die Unterlagscheibe drauf und die Lagerschale so, dass der hintere Teil nach außen steckt. Die Bürste hat hier 2 kleine Torx-Schrauben und die müssen durch diese Bohrungen durchgefädelt werden. Eine Seite hat schon mal getroffen, dann suche ich mal die Lagerschale, okay. Und da wo es nicht reingeht, müsst ihr halt ein bisschen fummeln und von unten die Lagerschale hindrücken, irgendwann geht es dann. Aha, dann haben wir ein bisschen Gewackel. Und die 2 Schrauben drehen wir dann auch wieder handfest. Die Radkappe wird einfach aufgedrückt und sie sitzt wieder. Jetzt geht unser Kercher wieder. Ich sage euch mal Tschüss, bis zum nächsten Video.